Mediocrity is now free, hat der Kollege hier gesagt. Und ich fand, das hat einfach so aktuell diesen Status quo in Sachen KI-Content ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Da stehen wir aktuell. Durchschnittlichkeit ist kostenlos. Ja, yeah, wir wollen ein Kind von dir. Na? Mein Chef. Ja. Welcome, Poland. So I think it could be interesting for our audience to get a better understanding of, with all of the potential topics that you guys can cover each year, how do you decide which ones to prioritize? Yeah, that's a good question. So yeah, we have a whole editorial team on the one hand, and we're all throughout the year we're watching what happens in the industry, and we produce content about it. We write articles, we write newsletters. So my team and me are watching very closely. And on the other hand, we have like a network of experts, people who we can always ask what's really happening in Google Ads, what's really happening in social ads, and that's really valuable for us because they really help us to filter out the bullcrap from the stuff that's really happening. So yeah, that's how it goes. So partly powered by all of you. Exactly. Okay, well, why don't we just get to it? Ja. Philip, you want to kick it off? Yes. Okay. Also ich fange an. Wir müssen das also ein bisschen einüben, dass irgendwie Deutsch und Englisch, wir kriegen das schon hin. Gleich wird es sehr Englisch und jetzt erstmal sehr Deutsch von mir. Also den ersten Auftakt zur State of the German Internet 24 mache ich und dann übernimmt gleich Roland. Was ist passiert im Netz in den letzten 12 Monaten? Traditionell schauen wir erstmal auf die Kapitalmärkte, was ist an den Börsen passiert. Wir haben den German Internet Index vor einigen Jahren mal eingeführt, also eine Sammlung der börsennotierten deutschen Digitalfirmen. Und dann schauen wir uns immer an, wie geht es denen. Und man muss einfach sagen, in den letzten 12 Monaten geht es denen auf ohnehin relativ geringem Niveau nicht besonders gut. Also die Wertentwicklung von deutschen Digitalfirmen, zumindest den börsennotierten, ist nicht so super erfreulich gerade. Ganz anders ist das bei den GAFA-Firmen. GAFA, ja, ich weiß schon, mittlerweile heißt Facebook irgendwie anders, heißt Meta und man müsste auch vielleicht ein paar andere Firmen mit erwähnen, aber die GAFA-Firmen, wie man sie nennen möchte, die haben eine Wahnsinnswertentwicklung genossen in den letzten Monaten auf ohnehin schon massivem Niveau. Also was da an neuem Wert entsteht, ist einfach verrückt und man traut sich eigentlich gar nicht mehr in Relation zu setzen, unsere Firmen versus die amerikanischen Firmen. Und vor allen Dingen, es sind ja nur 4 Stück. Ja, es sind ja nur 4 Stück. Nimmt man jetzt mal eine Firma dazu wie noch Microsoft, die da eigentlich mit da reingehören, dann wäre die Wertentwicklung noch deutlich krasser. Was alleine Microsoft an Wert zugelegt hat an der Börse in den letzten 12 Monaten, ist erheblich und liegt natürlich auch ganz stark daran, dass jetzt sehr viel künstliche Intelligenz, AI, Fantasie überall steht. Alle denken, das macht die Welt oder die Firma noch besser. Microsoft ist ja auch so über Umwege an OpenAI beteiligt, dieser ganz berühmten AI-Firma. Das alles sieht man hier. Wobei, Microsoft ist noch nicht mal die Firma mit dem krassesten Wertzuwachs dank KI. Die Firma mit dem größten Wertzuwachs in diesem Bereich sind die Kollegen von Nvidia. Das sind ja die Schaufeln verkaufen, wenn man so will, für die ganzen Hype um künstliche Intelligenz. Und die sind massiv gewachsen. Also das ist einfach noch nie da gewesen in den letzten Jahrzehnten. Ich habe es, solange ich die Börse verfolge, noch nie erlebt, dass eine Firma so viel Wert zugelegt hat in 12 Monaten wie Nvidia. Und wenn wir dann gucken, das machen wir auch jedes Jahr traditionell, wie sieht denn die ganze Welt aus, wie sehen die chinesischen Firmen aus? Zumindest mal die 3 in China aktiven chinesischen Firmen, die man immer so betrachtet, BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, also Handel, Social Network und Suche. Und die haben auch eine eher stabile Entwicklung auf hohem Niveau oder höherem Niveau zumindest als die Deutschen, aber aufgrund der ganzen politischen Unklarheiten eher stabil. Dennoch ist wahrscheinlich der Blick auf BAT, also auf diese 3 chinesischen Firmen, der falsche aktuell. Denn was wir im letzten Jahr erlebt haben, ist, dass chinesische Firmen gar nicht so sehr erfolgreich sind, wenn sie in China ihr Geschäft haben, so wie diese Firmen, sondern wenn sie ihr Geschäft weltweit betreiben, aber aus China kommen. Das ist das, was wir zum Beispiel sehen bei Firmen wie Shein, bei Temu oder bei TikTok.
Die sind ja zu großen Teilen noch gar nicht börsennotiert. Ja? Die Kollegen von Temu sind über ihre Mutterfirma so ein bisschen börsennotiert, aber Shein oder TikTok sind ja noch alle privat. Aber die letzten Bewertungen, die man so aus der privaten Wirtschaft da sehen kann, sind einfach krass. Ja? Also auch da, chinesische Firmen, die auf den westlichen, auf den globalen Märkten aktiv sind, richtig, richtig wertvoll im Vergleich dazu. Unser deutscher Gigs, das ist alles, was wir haben, ne? Mit Zalando und allem drum und dran, ist sehr, sehr, sehr klein im Vergleich zu dem, was da einzelne Firmen mittlerweile in den Augen von den Investoren zumindest wert sind. Das Ganze traditionell analysiert und aufbereitet von meinen Kollegen, unseren Inhouse-Aktienexperten. Ohne Aktien wird schwer. Und dann noch ein Fun-Fact, um so ein bisschen die Dimensionen zu vergegenwärtigen. Dieser Kollege hier, Mark Zuckerberg, der hat mit seinen Unternehmen, Instagram und Facebook und WhatsApp und so, im letzten Jahr 18 Milliarden mehr Umsatz gemacht. In 12 Monaten 18 Milliarden mehr Umsatz. Und davon kommen 35% von diesen chinesischen Firmen. Also der ganze Boom bei Shein und bei Temu, der landet 1:1 am Ende bei Facebook, weil die dort ihre Nutzer einkaufen. Also das ganze Wachstum oder ein Großteil des Umsatzwachstums von Meta ist direkt getrieben aus China. Verrückte Konstellation, aber um zu wachsen und bei Shein und so, die kaufen halt ihre Nutzer auf seinen Plattformen. Also der Mark Zuckerberg mit Meta in den letzten 12 Monaten, zumindest wirtschaftlich gesehen, ganz klarer Gewinner. Was natürlich der perfekte Segway ist zu unserem nächsten beliebten Segment, Winners und Losers in der digitalen Welt. Dazu will ich noch ein paar Worte sagen. Wer hat in den letzten Monaten gewonnen und wer hat verloren? Von so Digitalakteuren im weitesten Sinne. Fangen wir mal an mit den Verlierern. Verloren in den letzten Monaten haben die sogenannten Second-Tier-Tech-Companies, also Firmen, die in ihrem jeweiligen Segment nicht führend sind. Was meinen wir damit? Wir meinen damit zum Beispiel im Bereich Social Networking ist halt führend Meta und deren Aktienkurs entsprechend durch die Decke gegangen. Andere Social Networks, die extrem gute Arbeit machen, die tolles Produkt bieten, Götz kann das bestätigen, oder ich sage es mal für Götz, der wird es euch auch mal sagen, aber Snap, ne? Tolle Plattform, Pinterest, tolle Plattform, aber trotzdem der Börsenwert, und ich hoffe, Götz hält das aus, dass ich das sage, ist da nicht so abgehoben wie bei Meta. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht ein tolles Produkt ist, wie gesagt, aber es ist trotzdem an der Börse die Wahrheit. Meta und der Category Leader zieht alle auf sich und die anderen haben es zumindest an der Börse schwerer mitzuhalten, haben eine eher stabile Entwicklung. Das Gleiche im Bereich Reise oder im Bereich Mobilität. Uber geht durch die Decke, andere wie Lyft und so mit gutem Willen stabil. Oder, gerade schon gesagt, hier sieht man nochmal Uber und Lyft. Und dann jetzt Reise. Booking geht durch die Decke. Alle anderen tun sich eher schwer. Das ist so ein bisschen die Falle, in der man steckt, wenn man nicht der Category Leader ist. Wenn man der Erste ist, dann, wie heißt das schön, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen oder so. Und das sieht man auch gerade an den Börsen. Wer ist noch ein Verlierer? Wir haben das mal Trust genannt, Vertrauen. Das Vertrauen verliert aus unserer Sicht in den letzten Monaten, oder es verliert ja nicht von heute auf morgen, sondern es geht so ein bisschen Vertrauen dahin. Und ich sage das jetzt nüchtern und einfach sachlich. Natürlich finde ich es nicht gut, aber wir beschreiben, was passiert. Während es ja früher so war, dass man Deepfakes meistens noch als solche erkannt hat, zum Beispiel das hier konnte ich noch einigermaßen erkennen. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Hast du ganz stark gesagt, Habibi. Habibi. Alles für die Shababs, weißt du? Ja, Mann, bester Alter. Also da fällt uns allen noch auf, das wird so nicht gewesen sein, was die Frau Merkel da gesagt haben soll. Aber wenn man jetzt guckt, was noch so gibt im Netz, und zwar millionenfach, da geht es mir so, ich tue mich total schwer zu erkennen, war das nun echt oder nicht. Ich zeige mal Beispiele. Das hier ist der Mr. Beast, so der größte, erfolgreichste YouTuber der Welt. Und das ist das Deepfake. If you're watching this video, you're one of the 10,000 lucky people who'll get an iPhone 15 Pro for just $2. I'm Mr. Beast and I'm doing the world's largest iPhone 15 giveaway. Also diesen iPhone Giveaway, den hat es nie gegeben. Aber für ganz wenig Geld kann man so einen Deepfake herstellen und dann halt Millionen von Menschen glauben lassen, es habe den gegeben. Und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, wie oft das jetzt passiert und auch mit anderen Botschaften, schon ein Problem. Insofern ist das Vertrauen ein Verlierer.
Und auch in Deutschland gibt es Beispiele, wo ich dachte, okay, krass, ist ja gut gemacht. Unsere sozusagen deutsche Mr. Beast, die Frau Maischberger. Ich konnte es nicht glauben, bis du mir den Gewinn auf deinem Handy gezeigt hast. Also auch dort, irgendwie der Frau Maischberger wurde kein Gewinn gezeigt. Es ist ein Deepfake, aber es ist, finde ich, nicht schlecht gemacht. Und wenn man sich überlegt, wie gering der Aufwand mittlerweile ist, dank halt KI für solche Sachen, ist es bedenkenswert. Ein weiterer Verlierer, Innovation. Das ist ein bisschen abstrakt, deswegen kurz erklärt, was ist mit Innovation als Verlierer gemeint. Es war in den letzten Jahren so, dass gerade die großen Digitalfirmen sehr, sehr, sehr viel Geld in Innovation gesteckt haben und damit Softwareingenieure eingestellt haben, große Projekte finanziert haben, einfach mutig neue zukünftige Sachen entwickelt haben. Und heute, oder in den letzten Monaten zumindest, das habe ich das hier wieder beobachtet im Zeitraum, ist es so, dass das gleiche Geld oder zumindest sehr viel Geld halt nicht mehr in Innovation fließt, sondern an die Shareholder in Form von Dividendenauszahlungen oder Aktienrückkäufen, was nahezu das Gleiche ist am Ende. Das in den USA ein bisschen typischer mit den Aktienrückkäufen. Aber das Geld fließt aus den Firmen raus an uns alle, die wir wahrscheinlich irgendwo Shareholder sind, nehme ich mal an, von irgendwelchen Digitalfirmen. Ganz gut, aber in den Firmen entsteht halt keine Innovation und deswegen Innovation an der Stelle ein Verlierer. So Headlines hat es noch nie gegeben. Ne? Meta hat zum ersten Mal in den letzten 12 Monaten Dividende bezahlt. Booking zahlt Dividende. Ich glaube, Google zahlt eine große Dividende. Also es ist super cool für uns alle, die wir da vielleicht Aktionäre sind oder indirekt in irgendwelchen Fonds oder ETFs diese Firmen drin haben, top. Aber Innovation, wie gesagt, das ist dann offensichtlich gerade nicht so das Thema, weil das Geld ja woanders hingeht. Kommen wir zu den Gewinnern. Es gibt ja auch gute Nachrichten, es gibt total gute Nachrichten, auch aus den letzten Monaten. Man darf jetzt ja auch nicht immer so alles negativ sehen. Das ist ja nur eine Bestandsaufnahme. Es gibt Sachen, die hätte ich nie für möglich gehalten, dass sich Entwicklungen, die jetzt gleich kommen, ich konnte es eigentlich nicht glauben, aber es ist wirklich ein wahrer Gewinner. Buchclubs. Im Jahr 24 alle Menschen dieser Welt, die irgendwie Reichweite haben oder lesen können, haben ihren eigenen Buchclub. Von Reese Witherspoon bis zu Verena oder der Andrea, die gleich noch da ist, oder. Buchclubs boomen. Dazu boomt natürlich auch BookTok. Ihr kennt das mittlerweile alle, das Thema Bücher auf TikTok ist ein großes BookTok. Und das alles führt dazu, dass das Durchschnittsalter der Buchmesse in Leipzig im letzten Jahr bei unter 30 Jahren war. Also die Hälfte der Menschen dort waren unter 30. Die Hälfte, das ist jünger als hier. Auf der Buchmesse Leipzig. Wer hätte das gedacht? Ich habe mir fast Sorgen gemacht, als ich das gesehen habe. Da müssen wir jünger werden. Wir brauchen OMR-Talk. Also am Ende noch eine super Nachricht. Ich hänge irgendwie an Büchern, ich bin mit Büchern groß geworden, ich finde es eine super Sache und hätte es nicht erwartet. Deswegen ist es so erfreulich. Bücher und Buchclubs sind ein Gewinner. Wer hat noch gewonnen in den letzten Monaten? Signature Moves, auch ein bisschen ein abstrakter Begriff. Was ist damit gemeint? Man muss einfach wahnsinnig schnell seinen Move machen, innerhalb von Millisekunden wiedererkennbar sein, damit man auf digitalen Plattformen erfolgreich sein kann. Ich zeige mal ein Beispiel. Hier, diese Menschen mit diesem gelben Handtuch, die mal so schnell was hin und weg zaubern, so zwei Zauberer, Siegfried und Joy heißen die, und die machen immer ihren Lappen da hoch und runter. Und das erkennt man sofort und das speist dann den Erfolg, ist unsere Interpretation. Coole Sachen machen, aber möglichst ganz, ganz schnell. Oder dieser Kollege hier, einer der größten deutschen TikToker überhaupt, ein Herr aus München, Noel Robinson, der diesen Move hat, wo er seine Haare aus der Kapuze rausholt und dann anfängt zu tanzen. Das ist immer sein Move, erkennt man sofort in verschiedensten Umgebungen, das ist immer gleich, Haare raus und tanzen. Oder diese Dame hier, mit ihren grünen Haaren und dann den Hüftschwung sofort da. Und so muss es scheinbar gemacht werden, damit es funktioniert auf TikTok. In kurzer Zeit den Signature Move zeigen, das treibt Reichweite. Wer hat noch gewonnen? Ein ganzer Subkontinent, Indien. Warum glauben wir, dass Indien ein großer Gewinner ist? Ehrlicherweise, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, als ich gesehen habe, dass dieser Herr hier geheiratet hat. Das ist der Anand Ambani, der Sohn des reichsten Menschen Asiens, des reichsten Inders, und der hat da seine Frau geheiratet oder seine Frau hat ihn geheiratet, wie auch immer. Jedenfalls ist er aus einer
Dynastie. Und bei dieser Hochzeit, ich hätte das gar nicht mitbekommen, also ich bin jetzt nicht so nah an der indischen Presse dran, wenn nicht diese ganzen Typen da alle eingeflogen wären. Die Kushners, Bill Gates, Tim Cook, Mark Zuckerberg, alle fahren zu der Hochzeit hin, so Fotos. Und ich habe das irgendwo bei Social Media oder irgendwo gesehen und dachte mir, krass, ey, das hat es ja in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben, dass hier irgendwer heiratet und Mark Zuckerberg und Bill Gates und so kommen. In Indien ist das so. Und warum ist das so? Weil einfach Indien eine total krasse Region gerade ist. Wahrscheinlich die auf der Welt, wo am meisten Wachstum ist. Man sieht es auch daran, es werden gerade in Indien irgendwie 10.000 neue Autobahnen gebaut, also 10.000 Kilometer Autobahnen gebaut pro Jahr. In den nächsten 10 Jahren 140 neue Flughäfen. 140 Flughäfen. Das macht man halt nur, wenn die Wirtschaft boomt und man sieht das hier, 8% Wachstum in Indien, bei uns ist es ein bisschen weniger. Das sollten wir dringend ändern, dass wir da auch wieder ein bisschen in die Wachstumsrichtung kommen. Ich glaube, bei allen Diskussionen, die man haben kann, Wachstum braucht man schon. Anders geht es nicht. Und das ist einfach hier so die Wahrheit, 8% gegen minus 0,3. Dann noch ganz interessant finde ich auch, Indien ist ja sozusagen Autobahn und Flughäfen das eine, aber was man auch sehen kann ist, Menschen aus Indien oder Menschen mit indischem Hintergrund leiten mittlerweile die größten Firmen der Welt. Ob bei Adobe oder bei HubSpot oder bei Chanel oder natürlich, ihr kennt das alle, bei Google oder bei Microsoft, überall sehr gut ausgebildete, natürlich nativ, häufig englisch sprechende Menschen aus Indien in der Führung. Wahnsinn, was da los ist. Indien ist ein Gewinner. So, das war's zum Einstieg von mir. Jetzt kommt das Heavy Lifting, jetzt kommen die großen Geschichten zum hoffentlich vielleicht selber umsetzen, zum richtig was lernen von unserem OMR Mastermind. Roland, leg mal los. Danke. Ja, also wir versuchen für euch ja immer die spannendsten Trends, die großen Themen, die sich aufdrängen, für euch einmal abzuhandeln und da eine eigene Perspektive zu entwickeln. Und klar, da liegt dieses Jahr spätestens dieses Thema auf der Hand einfach. KI ist überall, ist allgegenwärtig, man kommt nicht dran vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich LinkedIn oder Twitter aufmache, dann werde ich zugeballert mit Posts über KI, über die neuesten Tools, die neuesten Modelle, was ich jetzt alles nochmal, was dadurch revolutioniert wird. Und ich dachte, lass doch mal gucken, was davon wirklich schon in der Realität angekommen ist, in der Praxis da draußen. Lass doch mal einen Reality-Check KI und Marketing machen. Und vielleicht haben einige von euch im letzten Jahr schon mal so eine Grafik wie diese hier gesehen. Da geht es darum, wie schnell haben die einzelnen Plattformen 100 Millionen Nutzer gewonnen. Und der große Aha-Effekt dann zum Schluss, krass, wie schnell das bei ChatGPT gegangen ist. Man muss so bedenken, seitdem gibt es dann nochmal was Neues. Bei Threads ist das Ganze nochmal schneller gelaufen. Und wie es so ist, ihr und wir natürlich auch, wir suchen immer so ein bisschen hier in der Digitalszene nach dem nächsten großen Ding, nach dem nächsten schönen Spielzeug. Und man muss dann aber auch immer ein bisschen schauen, wie lange wird dieses Spielzeug überhaupt genutzt, wie lange wird damit gespielt. Und bei ChatGPT ist es eben so, ja, da ist der Traffic am Anfang krass nach oben gegangen, aber jetzt so seit einem guten Jahr in etwa stagniert das Ganze. Klar, schon auf hohem Niveau, hier 1,5 Milliarden Visits pro Monat, aber es gibt ja Leute, die sagen, OpenAI ist jetzt möglicherweise einer der nächsten großen Gatekeeper. Und wenn man jetzt diesen Traffic in Relation setzt zu dem Traffic von Google, das ist jetzt nur der Traffic von Google.com, da muss man ja sagen, das ist einfach schon noch eine ganz andere Liga. Und ich frage mich sowieso, häufig ist jetzt ein Chatbot oder, also wie man als Marketing-Fuzzi sagen würde, ein Conversational User Interface, ist das jetzt schon so der Weisheit letzter Schluss? Und ich habe in dem Zusammenhang, musste ich an einen Werbespot denken, der jetzt schon fast 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und der bringt da aber meine Vorbehalte, wie ich finde, immer noch sehr charmant auf den Punkt. Ich zeige es euch mal. Hallo und willkommen. Interessieren Sie sich für unsere Bananen? Sagen Sie Bananen. Interessieren Sie sich für unsere Äpfel? Sagen Sie Äpfel. Äpfel? 3. Ich habe Sie nicht verstanden. Äpfel. 3. Sie haben 3 gelbe Bananen gewählt. Äpfel. Hallo
Ja, also ich will mich nicht nur darüber lustig machen und die KI kleinreden. Wie gesagt, es ist allgegenwärtig, da passiert unheimlich viel. Und es passiert auch viel auf den großen Tech-Plattformen. Die bauen das nämlich aktuell an allen Ecken und Enden ein. Hier, Google, die testen gerade KI-generierte Antworten direkt in ihren Suchergebnissen. Oder auch Meta, die haben gerade einen eigenen KI-Assistenten vorgestellt, den klatschen sie überall hin, auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook. Überall wird das aktuell eingebaut. Genauso Amazon, die testen in den USA gerade einen KI-basierten Shopping-Assistenten, der einen dann beim Einkaufen berät. Also überall wird das eingeführt. Nicht nur auf Nutzerseite, sondern auch auf eurer Seite, auf Seite der Marketingmacher, gibt es jetzt überall Funktionen zum Text generieren, Bilder generieren, um die Anzeigen, um die Werbung einfach besser zu machen. Und ich glaube, schon allein deswegen, also das sind jetzt wirklich die 3 zentralen digitalen Marketingplattformen, kann man sagen. Schon alleine deswegen muss man einfach im Blick behalten, wie verändert KI jetzt das Marketing. Und ich will jetzt für euch versuchen, so ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir da jetzt gerade? Wo stehen wir heute? Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich hier in den nächsten 10 Minuten über KI doziere, dass es einigermaßen entertaining ist und ihr hier nicht einpennt. Und dann dachte ich, ja, im letzten Jahr habe ich ja, vielleicht haben es einige von euch gesehen, habe ich hier so eine 3-Buchstaben-Abkürzung habe ich neu erfunden, nämlich UEC. Und dann dachte ich aber, okay, 3 Buchstaben, Abkürzung, ich muss ja jetzt hier noch eine Schippe drauflegen, was mache ich denn? Mache ich diesmal 4 Buchstaben. Und dann habe ich aber kurz überlegt und dachte, Moment, 4 Buchstaben und Marketing, da war doch mal was. Ach ja, richtig, es gab ja mal diesen Kollegen hier, Philipp Kotler, wer in den 90ern BWL studiert hat, erinnert sich vielleicht noch an die 4P des Marketing, Price, Product, Placement, Promotion war es, glaube ich. Dann dachte ich aber, okay, 90er Jahre ist lange her, ich bin jetzt für euch der neue Philipp Kotler und ich erfinde jetzt quasi für euch die 4C des von KI und Marketing. Und das erste von diesen Cs ist relativ wenig überraschend vielleicht noch das C für Content. Und vielleicht denkt ihr jetzt, okay, der zeigt mir jetzt hier den richtig krassen Scheiß, Hochglanzzeug, was man noch nie gesehen hat, einfach weil KI da auch ganz neue Sachen möglich macht. Und ich glaube aber, die Realität da draußen sieht noch ganz anders und vielleicht ein bisschen ernüchternder aus. Die sieht zum Beispiel so aus. Das ist ein Instagram-Account mit 1 Million Followern und der postet so Bilder von so schicken Häuschen. Und wenn man damit vertraut ist, dann erkennt man das relativ schnell. Das ist so diese typische KI-Optik mit Journey, Stable Diffusion, Del-E, wie sie alle heißen. So sehen solche Bilder eben aus. Funktioniert für die aber ganz gut. Nicht nur, wie gesagt, 1 Million Follower, sondern auch das Engagement kann sich sehen lassen. Das Interessante ist eben, dass dahinter eine Firma steckt. Kann man direkt hier aus der Instagram-Bio, kann man sich direkt durchklicken zu dieser Firma, die heißt You Build Tiny Homes. Und dann sieht man auf deren Firmenaccount, die verkaufen diese schicken, angesagten Tiny Homes. Sind nicht ganz so schick wie die KI-generierten Häuschen, die sie da vorher gezeigt haben, aber trotzdem. Interessant finde ich eben, das ist jetzt wirklich ein Beispiel von KI-Content da draußen und da versucht eine Firma mit KI-Content einen Marketing-Funnel aufzubauen und so einfach Kunden zu gewinnen. Naheliegender ist das ja eigentlich noch im Bereich Texte. Da ist die Einstiegshürde ja noch geringer. Und auch da findet man Beispiele, viele Beispiele da draußen. Eins aus der freien Wildnis ist das hier. Wenn man in den USA zuletzt nach einem Aktenschränkchen gesucht hat auf Amazon, dann ist man möglicherweise auf dieses Produkt hier gestoßen. Der Produktname lautet, haltet euch fest, es tut mir leid, aber ich kann diese Anfrage nicht beantworten, das verstößt gegen die OpenAI-Richtlinien. Was ist da passiert? Da hat jemand offensichtlich versucht, sein Produktportfolio mit KI zu optimieren, also irgendwie mit GPT zu verbessern, hat wahrscheinlich hunderte Produkte gleichzeitig bearbeitet und hochgeladen. Bei ein paar ist was schiefgegangen, ist nicht aufgefallen und am Ende stand dieses Ding live so auf Amazon.com. Und wenn man jetzt nach dieser Wendung, wenn man danach sucht, wenn man über den Umweg Google auch mal Amazon.de durchsucht, stellt man fest,
Gibt es ganz viele weitere Beispiele. Gibt es massenhaft. Warum zeige ich euch das? Es ist ja da draußen eigentlich gar nicht immer so leicht, Content zu identifizieren, also zu erkennen, dass der KI generiert ist. Besonders bei Texten ist das ja gar nicht so einfach. Und ich glaube, das hier ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Hier ist was schiefgelaufen, da kann man es noch erkennen. Aber unter der Wasseroberfläche gibt es einen riesen Haufen an KI-generierten Content mittlerweile im Web, den man gar nicht mehr immer so unbedingt erkennt. Und ich habe vor kurzem ein Zitat aufgeschnappt, das mir ganz gut gefallen hat, nämlich Mediocrity is now free, hat der Kollege hier gesagt. Und ich fand, das hat einfach so aktuell diesen Status quo in Sachen KI-Content ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Da stehen wir aktuell. Durchschnittlichkeit ist kostenlos. Das nächste große Heilsversprechen von KI, zumindest so aus wirtschaftlicher Hinsicht, ist natürlich Effizienz, Cost Efficiency. Und es gibt ja schon Firmen, die Hunderte von Stellen abbauen und sagen, ja, hier, wir werden durch KI halt einfach effizienter. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht manchmal einfach auch so in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir leider haben, ob das nicht einfach auch eine dankbare Ausrede ist. Ich glaube, zumindest so im Marketing sind wir da noch näher an dem Satz, der ja fast schon zum Klischee geworden ist, nämlich dieses, du wirst nicht von einer KI ersetzt, sondern von einem Menschen, der eine KI nutzt. Und ich glaube, im Marketing ist das so. Vor allen Dingen das digitale Marketing ist sehr stark datengetrieben. Und diese Auswertung von Daten, ich glaube, da kann KI einfach ein Effizienztreiber sein. Und wie das dann in der Praxis aussieht, zeige ich euch mal an Beispielen. Im Bereich SEO habe ich mich hier mit dem Fabian Jeckert unterhalten. Das ist ein bekannter deutscher SEO-Experte. Und ich habe ihn gefragt, wie nutzt du KI im SEO-Bereich? Und der hat die Keyword-Datenbank von seiner Website hat er mit GPT verknüpft. Einfach um diese Daten zum Sprechen bringen zu können, die er vorher irgendwie, wo er händisch irgendwie fricklich irgendwie einen SEO-Report erstellen musste. Kann er jetzt einfach fragen, bei welchen Keywords habe ich jetzt aktuell auf der Website, habe ich da ein großes Potenzial? Und hier ChatGPT spuckt ihm direkt die Antwort aus und dann weiß er direkt, bei welchen Keywords er angreifen kann. Und das funktioniert nicht nur im Bereich SEO, sondern es geht auch in Social Ads. Habe ich hier mit dem Kollegen mal, Florian Litters ist mein Go-To-Experte in Sachen Social Ads, habe ich ihn mal gefragt, was er macht. Der hat einen Kunden namens Wolkenfeld und die verkaufen Bettwäsche. Auf Amazon vor allen Dingen. Was haben die jetzt für Daten, die sie für KI nutzen können? Die haben Kundenbewertungen. Fast 4.500 Kundenbewertungen nur mit diesem Produkt. Da liegt ja auch ein Wert drin, weil da schreiben die Leute, deswegen habe ich das Produkt gekauft, deswegen bin ich von dem Kauf überzeugt worden. Was haben sie also gemacht? Oder was hat Florian also gemacht? Er hat diese Daten in die KI eingespeist und die hat nach Mustern geguckt. Gibt es da irgendwas, was man erkennt? Und dann war relativ schnell zu sehen, die Leute schreiben vor allen Dingen zwei Sachen immer wieder, nämlich das Produkt ist super weich, die Bettwäsche, und man schwitzt weniger drin. Und genau diese Insight hat er dann eben genutzt, um damit Ads auf Facebook, Instagram, TikTok zu schalten. Das ist jetzt, ohne Florian zu nahe zu treten, ist ja eine coole Geschichte, ist jetzt noch keine Rocket Science, ganz klar, hätte man auch händisch machen können. Aber genau das ist ja der Punkt. Man wird ja effizienter, man wird ja schneller. Die beiden Kollegen, die ich jetzt gerade gezeigt habe, haben mir gesagt, sie werden in ihren Prozessen dadurch doppelt so schnell. Gleichzeitig, glaube ich, liegt in dieser Geschichte, in dieser Auswertung von Daten durch KI, liegt auch ein Risiko. Oder man kann sagen, es gibt einen Concern, ein Bedenken, was man haben muss. Weil das Beispiel, was ich gerade gezeigt habe, Wolkenfeld, hätte ja theoretisch auch ein Mitbewerber von diesem Unternehmen hätte hingehen können, diese Amazon-Bewertungen sind ja öffentlich, hätte die auslesen können und denselben Move machen können, hätte die eigenen Ads damit optimieren können. Und ich glaube, das ist der Bedenken, den man da aktuell haben muss, weil das passiert schon da draußen. Es gibt digitale Raubritter quasi, die Daten von Mitbewerbern absaugen und für ihre eigenen Zwecke verwenden. Ich zeige euch mal einen konkreten Case. In den USA gibt es so ein kleines Startup, Exceljet heißt das, von einem Ehepaar betrieben. Die bieten Excel-Schulungen an im Internet. Und ihr Hauptkundengewinnungskanal ist Google. Und deswegen haben sie ganz viel Content produziert, mit dem sie Leute versuchen, über Google auf ihre Website zu locken. Und diese Inhalte stehen in der Sitemap. Wer das nicht kennt, das ist so quasi das Inhaltsverzeichnis der Website.
Was ist jetzt passiert? Es kam der digitale Raubritter Jake Ward, das ist so ein Online-Marketing-Macher, und der hat für den Kunden Corsel gearbeitet. Corsel ist ein Mitbewerber von ExcelJet. Und dann hat er diese Sitemap von ExcelJet abgesaugt, in die KI eingespeist und quasi auf Knopfdruck 1800 Artikel erstellt und die ins Netz gestellt. Und das war erfolgreich. Die Google-Sichtbarkeit von Corsel ist durch die Decke gegangen. Und der Typ war dann so stolz auf diesen Case, dass er auf X darüber geprahlt hat, hier, wir haben einen SEO-Raubzug durchgeführt und haben unseren Mitbewerber 3,6 Millionen Visits abgenommen. Das war dann nicht ganz so schlau, dass er öffentlich darüber geprahlt hat, weil erst gab es eine große Empörungswelle in der SEO-Szene und dann hat Google das irgendwann gesehen und eingegriffen und bums war die schöne Sichtbarkeit wieder futsch. Aber trotzdem glaube ich, dass so jetzt diese letzten beiden Cs, die ich hier gezeigt habe, so das zentrale Fragenfeld zeigen, was Unternehmen und Marken im Zusammenhang mit KI beantworten müssen. Nämlich, welche Daten habe ich, die ich nutzen kann, von denen ich profitieren kann und kann ich mich davor schützen, dass andere die missbrauchen. Hier jetzt dieses ExcelJet-Beispiel, kann man ja eigentlich nichts gegen machen. Jede gute Website muss eigentlich eine Sitemap haben. Was ihr aktuell tun könnt, ist, den GPT-Bot auszusperren. Vor 20 Jahren musste ja jedes Unternehmen, jede Marke entscheiden, lasse ich Google auf meine Website. Jetzt müsst ihr überlegen, lasse ich den GPT-Bot auf meine Website, lasse ich es zu, dass die meine Daten absaugen und auf Basis dieser Daten ihre KI trainieren. Und wenig überraschend gibt es da schon einige Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen das nicht. Das sind vor allen Dingen große Medienhäuser, klar, die wollen nicht, dass ihre Inhalte abgesaugt werden, ohne dass sie da was dafür entlohnt werden. Aber auch Unternehmen, die was zu verkaufen haben, hier Amazon, Ikea oder diese Hotelkette Marriott, die sagen, nee, ich will den GPT-Bot nicht auf meiner Website. Und klar mag man jetzt vielleicht zuerst denken, ja, ist ja naheliegend, würde ich genauso machen, warum soll ich das zulassen? Die bringen mir ja nichts. Bei Google kriege ich wenigstens noch, vielleicht, wenn ich Glück habe, Traffic. Bei ChatGPT gibt es ja keine Links. Die bringen mir ja keine Kunden. Aber so einfach ist es eben nicht. Das zeige ich in meinem letzten C für Customers. Es ist nämlich nicht nur so, dass 60% der Deutschen zwischen 16 und 65 schon mal mindestens ein KI-Tool genutzt haben, sondern die nutzen das auch, um sich dort über Produkte zu informieren. KI beeinflusst Kaufentscheidungen. Haben hier unsere Kollegen von Apinio extra für uns in einer repräsentativen Umfrage haben sie das rausgefunden. Und die Leute nutzen das vor allen Dingen in komplexen Produktbereichen wie Elektronik oder Software. Und wie das jetzt im Bereich Software aussehen kann, zeige ich euch an einem Case. Wenn man nämlich ChatGPT fragt, was ist ein gutes Tool für Legal Discovery? Legal Discovery ist Software, die von Kanzleien oder von Rechtsabteilungen genutzt wird, um automatisiert so große Berge von Gerichtsakten zu durchsuchen. Und wenn man das eben fragt, gibt einem ChatGPT direkt eine Liste an Empfehlungen. Und ihr seht, hier ist Logical dabei, das ist so ein US-Anbieter. Und deren CEO hat schon vor einem guten Jahr gesagt, dass sie $100.000 Umsatz im Monat dank ChatGPT machen. 5% der Leads kommen über ChatGPT zu ihnen. Und ich nehme an, einige von euch fragen sich jetzt schon, das ist ja interessant. Wie kann ich das denn beeinflussen? Wie komme ich denn da rein als Marke und Unternehmen? Wie werde ich da sichtbar? Und um diese Frage beantworten zu können, muss man, glaube ich, verstehen, wie auf Basis welcher Daten die KI von OpenAI trainiert worden ist. Schauen wir mal rein. Das ist vor allen Dingen, der allergrößte Teil ist so öffentlicher Content aus dem Web. 82%. Millionen von Websites. Wenn ich da mit meiner eigenen Unternehmenswebsite vertreten bin, macht das vielleicht noch nicht so viel aus. Was ist denn sonst noch dabei? Wir haben hier noch digitale Bücher, auch nicht so leicht reinzukommen, und Wikipedia 1%. Das Spannende kommt jetzt, der vierte Teil dieses Datensatzes besteht aus Links, die auf der Plattform Reddit geteilt wurden. Reddit ist in Deutschland noch gar nicht so ein Household Name, obwohl die Seite schon
20 Jahre fast alt ist. In den USA schon riesengroß, hat auch Millionen von Nutzer. Das fing so ein bisschen an als Frontpage to the Internet. Da haben sich Leute den heißen Scheiß im Netz gezeigt, haben Links geteilt und gesagt, hier, guck mal, finde ich cool, schau dir das mal an. Und dann haben die darüber diskutiert, da findet auch noch so echte menschliche Interaktion statt. Und ich glaube, dass OpenAI das gesehen hat und gedacht hat, das ist im Grunde so ein bisschen ein Qualitätsfilter. Die suchen wirklich den coolen Kram aus dem Internet aus und tauschen sich darüber aus. Und deswegen haben sie diesen Datensatz bei der Gewichtung beim Training in der Gewichtung nochmal aufgewertet, haben diesen Datensatz 5-fach verstärkt. Das heißt, es sind relativ wenig Daten, aber es hat einen großen Effekt. Wenn man da drin ist, kann es sehr viel ausmachen. Erklärt hat mir das übrigens dieser Kollege hier, Pip Klöckner. Der spricht heute Nachmittag noch auf der Red Stage. 40 Minuten nur über KI, wird er richtig tief reingehen. Also wenn ihr Zeit habt, kann ich euch nur empfehlen, das anzuschauen. Aber nochmal zurück zum Thema. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Grunde eine Bestandsaufnahme für euch gemacht. Ich glaube, wenn ihr euch eine Sache mitnehmt aus diesem Teil der Keynote, dann ist es, schaut euch doch mal Reddit an. Ist da euer Produktbereich? Gibt es da schon ein Unterforum dazu? Und wird da vielleicht über eure Marke schon gesprochen? Weil es ist nicht nur OpenAI, die Reddit-Daten nutzen. Bei Google sind die auch super relevant. Die trainieren auch schon ihre KI-Daten auf, ihre KI-Modelle auf Reddit-Daten. Um es zum Schluss nochmal für euch zusammenzufassen, was sind die 4C von KI und Marketing? Content ist vor allen Dingen Standardformate, da bietet sich das an, also Massencontent. Cost Efficiency, da sind vor allen Dingen Daten aktuell der Treiber. Gleichzeitig ist das ein Concern-Bedenken, kann ich meine Daten schützen? Und viertens, ihr müsst beobachten, inwiefern entwickeln sich KI-Modelle oder KI-Tools zu relevanten Kundengewinnungskanälen und welche Rolle spielt Reddit dabei. So, einmal durchatmen, das war jetzt Heavy Stuff. Was kommt jetzt als nächstes? Im Grunde genommen habt ihr jetzt 30 Minuten lang hier was über US-Tech-Firmen gehört. Gerade am Anfang ist ja immer wieder, GAFA ist groß, wird immer größer und Europa sieht eigentlich schon gar nicht mehr die Rücklichter. Und dann habe ich gedacht, was kann man denn mal Positives erzählen? Und dann gibt es vielleicht irgendwie Stärken in Europa, die wir hier haben und die wir noch stärker ausbauen können. Und dann dachte ich, lass doch mal gucken, was die wertvollsten europäischen Unternehmen sind und vielleicht kann man da ja irgendwie was finden, von dem man etwas lernen kann und wo man eben diese Stärke noch ausbauen kann. Und wenn man mal durchschaut, ist es am Anfang erstmal wieder ein bisschen ernüchternd, wie häufig da die US-Flagge zu sehen ist. Das erste europäische Unternehmen im Ranking der wertvollsten börsennotierten Konzerne ist auf Platz 13 Novo Nordisk, ein Pharmaunternehmen. Als ich das gesehen habe, okay, wenn ihr hier alle jetzt nicht gerade Abnehmspritzen verkauft, dann kann man da vielleicht nicht so viel von lernen, lässt sich schlecht übertragen. Also dachte ich, lass doch mal gucken, was das zweitwertvollste europäische Unternehmen ist. Und da stoßen wir auf Platz 20 auf LWMH. Ich nehme an, dass die meisten von euch das kennen. Trotzdem nochmal ganz schnell ein Crashkurs. Was macht LWMH? Das ist ein riesiger Luxuskonzern. Die haben weltbekannte Marken wie Dior, Louis Vuitton, Veuve Clicquot, also die absoluten Top-Luxusmarken. Die sind Marktführer in dem Segment. Das kann man auch an den Zahlen sehen. Hier die beiden nächstgrößeren Mitbewerber, Richemont und Kering, haben im letzten Jahr beide jeweils so roundabout 20 Milliarden Umsatz gemacht. Wie sieht es bei LWMH aus? Bumm, krass, fast das Vierfache. Also Marktführerschaft ist unbestritten. Wie haben die das hinbekommen, so groß zu werden, so erfolgreich zu werden? Schon mal ein kleiner Sneak Peek. Die haben über die Jahre und Jahrzehnte hinweg einfach ein beeindruckendes Markenportfolio aufgebaut. Haben immer wieder Marken hinzugekauft, teilweise auch Marken neu aufgebaut, aber vor allen Dingen hinzugekauft. Und dann könnte man ja denken, okay, ja gut, die kaufen einfach Umsatz hinzu und wachsen so. Ganz so ist es aber nicht. Denn die machen die Marken, die sie aufkaufen, auch noch größer und wertvoller. Und besonders interessant aus deutscher Perspektive, die haben auch zwei deutsche Firmen aufgekauft, nämlich Rimowa und Birkenstock, bei denen ihnen das gelungen ist. Ich zeige es euch mal. Rimowa haben sie im Jahr 2013 für 770 Millionen Euro aufgekauft. Schätzungen zufolge liegt der Wert des Unternehmens aktuell so bei 900 Millionen. Und nun könnte man noch denken, okay, jetzt innerhalb von 10 Jahren so ein Wertzuwachs ist jetzt auch nicht so super beeindruckend. Muss er ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da in der Zwischenzeit ja noch ein bisschen was passiert ist und während Corona waren die Leute jetzt nicht ganz so scharf auf
auf Koffer. Viel eindrücklicher zeigt es sich noch bei dem anderen Beispiel, nämlich bei Birkenstock. Die haben sie im Jahr 2021 für 4,8 Milliarden Euro aufgekauft und haben sie dann im letzten Jahr an die Börse gebracht zu dieser Bewertung hier. Krass. Also ist ja, muss man ja wirklich sagen, innerhalb von 2 Jahren die Bewertung des Unternehmens fast verdoppelt. Das ist ja Wahnsinn. Und der Typ, der dafür verantwortlich ist dieser Mensch hier, Bernard Arnault, der CEO und Chef von LVMH. Der hat offensichtlich verstanden, wie man Luxus aufbaut, wie man Luxus kreiert. Und da habe ich gedacht, das ist offensichtlich einfach eine Stärke, die wir in Europa haben, solche begehrlichen Marken aufzubauen. Und dann dachte ich, ist doch cool, kann man was von lernen. Und deswegen präsentiere ich euch jetzt, oder habe ich für euch versucht, das LVMH Playbook zu entschlüsseln, einmal deren Strategie auszuwerten. Und das erste Kapitel in diesem Buch ist das Kapitel für Shopping Experience. Und jetzt bitte ich euch mal vor eurem geistigen Auge euch vorzustellen, wie heutzutage die Luxus-Shopping-Experience aussehen kann. Und die sieht natürlich so aus. Ja, ich merke schon, ihr lacht. Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Ich finde solche Läden total geil. Ich bin der Fan von, da hat man meistens gute Auswahl, wird gut beraten. Aber Bernard Arnault, der CEO von LVMH, ist nicht ganz so großer Fan, weil er sagt, das Wichtigste für eine Luxusmarke ist Begehrlichkeit zu kreieren. Und diese Begehrlichkeit hängt ganz stark von dem Umfeld ab, in dem das Produkt präsentiert wird. Was haben sie also gemacht, nachdem sie Rimowa aufgekauft haben? Sie haben erstmal allen Händlern die Vertriebspartnerschaft aufgekündigt. Die mussten sich neu bewerben, um überhaupt Rimowa-Koffer verkaufen zu dürfen und mussten dann Umsatzgarantien abgeben. 400.000 Euro im Jahr. Wie soll so ein Laden hier wie Lederstruve hier in Hamburg-Eppendorf, wie sollen die das hinkriegen? Was war also das Ergebnis? Wenig erstaunlich. Die Zahl der Vertriebspartner von Rimowa ist von 5.000 auf 500 geschrumpft. Das war LVMH aber gar nicht so unrecht. Sie haben nämlich parallel dazu, haben sie ihr Netzwerk an eigenen Läden haben sie ausgebaut, haben mehr Flagship-Stores gebaut. Und man sieht hier ja schon auf den Bildern, diese Flagship-Stores bieten ganz andere Möglichkeiten, so ein Produkt zu inszenieren und eine Marke aufzuladen. Und sie haben eben den Anteil der eigenen Läden auf 20% gesteigert. Dann haben sie auch noch einen Online-Shop aufgemacht, hatte Rimowa bis dahin ironischerweise nicht, haben da auch versucht, so ein paar Luxus-Features umzusetzen. Und das Ergebnis dieser Maßnahme war, dass Rimowa den Umsatz, den sie über eigene Kanäle erwirtschaften, um 80% gesteigert hat. Das ist ja super attraktiv, weil die Margen im Direktvertrieb sind ja viel höher, als wenn man noch irgendwie Kohle an einen Händler abdrucken muss. Und das war nicht der einzige Vorteil, der ihnen dieser Schritt eingebracht hat, weil wenn man den Vertrieb besser kontrollieren kann, kann man auch die Preise besser kontrollieren. Was haben sie gemacht? Wenig erstaunlich, sie haben die Preise erhöht. Das hier ist nicht der aktuelle Preis von diesem Ding, das ist der Rimowa Original Trunk Plus. So viel hat er 2018 gekostet, 789 Euro. Mittlerweile steht er im Onlineshop zu diesem Preis hier. Heidewitzka. Fast 150% Preiserhöhung. Das ist zwar das Krasseste, aber nicht das einzige Beispiel. Also hat LVMH einmal die Preise durch die Bank ordentlich schön nach oben gedrückt. Das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Kapitel, nämlich Product Margin. Rimowa war ja oder ist ja vor allen Dingen bekannt für die Koffer. Und nun kauft man so einen Koffer, kauft man ja jetzt ja nicht jedes Jahr einmal neu. Vor allen Dingen Rimowa sollen ja angeblich ein Leben lang halten und so weiter, kauft man vielleicht einmal im Leben oder alle 10 Jahre. Was hat LVMH also gemacht, nachdem sie die Marke übernommen haben, um mit dieser Marke mehr Kohle zu verdienen? Sie haben das Produktportfolio aufgebaut. Hier die Handyhülle für schmale 150 Euro. Da kann auch derjenige, der sich keinen Koffer leisten kann, kann hier mit der Hülle mal flexen. Oder hier den Rucksack für ganz bescheidene 1.250 Euro. Und am obersten Ende des Produktportfolios kamen dann noch die schicken Lederkoffer. Das absolute Top-Produkt kam dann noch hinzu für 2.750 Euro. So kann man mit einer Marke, die man ja schon aufgebaut hat, kann man einfach mehr Kohle verdienen. In der Außendarstellung
gibt es einen Move, also oder sagen wir mal in der Inszenierung dieser Produkte nach außen, gibt es einen Move, den LWM-Asch immer wieder macht. Ich zeige es euch zuerst mal an der Kernmarke, an Louis Vuitton. Und zwar betonen sie immer zwei Aspekte ganz zentral, nämlich Tradition und Handwerkskunst. All diese Unternehmen haben Handwerkskünstler unter sich, die ihre Fähigkeiten über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg weitergegeben haben. Und die Unternehmen haben so eine lange Geschichte. Und genau diesen Move haben sie dann eben auch bei Rimowa, haben sie die Geschichte des Gründers nochmal rekapituliert in dem Video. Und bei Birkenstock hier die Fertigung in Deutschland mit hochwertigen Materialien. Das zeigen sie dann immer wieder, das ist so der klassische Move. Und das ist das, was sie so nach außen hin erzählen. Nach innen hin sieht es dann ein bisschen anders aus. Hier hat sich mal jemand die Mühe gemacht, eine Jacke von Loro Piana, ist so eine italienische High-Fashion-Marke. Da hat er mal verglichen, wie sah die vor der Übernahme durch LWM-Asch aus und nach der Übernahme. Und dann hat er relativ schnell festgestellt, die sparen sich da schon den einen oder anderen Arbeitsschritt ein. Hier, die Naht ist nicht mehr abgenäht oder die Innentasche, nicht mehr so aufwendig gearbeitet. Bei den Ärmeln gibt es kein Innenbündchen mehr. So optimieren die dann, wenn sie eine Marke neu aufkaufen, optimieren die auch die Margen der einzelnen Produkte. Und das ist eine Denke, die bei LWM-Asch offensichtlich ganz tief verankert ist. Das sieht man auch bei deren namensgebender Marke bei Louis Vuitton. Der Kollege hier, das ist ein Ledergroßhändler und der ist über TikTok quasi zum Lederinfluencer geworden, dadurch, dass er solche Luxushandtaschen auseinanderschneidet und guckt, was ist da verarbeitet und wie aufwendig ist das hergestellt. Und was sagt er hier über diese $1.700 teure Tasche von Louis Vuitton? Hören wir mal rein. You think this Louis Vuitton bag worth $1,700? Let me tell you, why is it trash? Der sagt, das ist Müll. Der schneidet diese Tasche im weiteren Verlauf des Videos dann auseinander und guckt, was ist da verarbeitet, wie sind die Produktionskosten und die Herstellungskosten und kommt auf einen Gesamtpreis von $170. Krass. Also diese Tasche steht um den Faktor 10 im Laden. Und dementsprechend wenig war ich dann überrascht, als ich hier auf so ein Zitat von Bernard Arnault gestoßen bin, nämlich, ja gut, die Luxusbranche ist halt auch die einzige Branche, in der man Luxusmargen aufrufen kann. Drittes und letztes Kapitel meines Playbooks, Cultural Context. Wir haben schon bei der Shopping Experience gehört, wie wichtig das Umfeld für ein Produkt ist. Und für die Marke jetzt auf einer abstrakteren Ebene ist das natürlich genauso. Und da gab es in den letzten Jahren so im Fashion- und Lifestyle-Bereich ja ein Instrument, was fast bis zum Erbrechen durchdekliniert wurde, nämlich Collaborations. Haben wir hier schon, auf dieser Bühne hat Philipp das schon 2019 erzählt. Klar, ist nicht ganz so neu. Bei LWM-Asch ist eben nochmal das Besondere, dass sie das bestehende Markenportfolio, was sie schon haben, nutzen können, um ihre Marken, die sie neu aufkaufen, um die aufzuwerten. Hier, wenn Rimowa mit Fendi zusammenarbeitet, ein Produkt, einen gemeinsamen Koffer rausbringt, oder hier so ein schickes Handtäschchen mit Dior, dann wird aus Rimowa auf einmal halt eine Luxusmarke. Der neueste heiße Scheiß im Bereich Collaborations sind jetzt so ein bisschen offenbar solche kategorieübergreifenden Kollaborationen. Bei Rimowa gab es jetzt hier so einen Fall, wo sie mit La Marzocco, mit dieser italienischen High-End-Kaffeemaschinenmarke, mehrere tausend Euro kostet dieses Ding, hier haben sie eine Kaffeemaschine in diesem Rimowa-Look mit diesen Rillen rausgebracht. Also kann man mal im Blick behalten, diese kategorieübergreifenden Kollaborationen. Nun ist das eine Thema, in welchem Markenkontext tauche ich auf, und das andere Thema ist, in welchem menschlichen Kontext tauche ich auf? Wer benutzt mein Produkt? Und da lässt sich auch bei LWM-Asch eine Strategie sehen, die es immer wieder gibt, nämlich, ich zeige euch ein Beispiel, hier der erste große Aufschlag, den Rimowa so gemacht hat in der Kommunikation, ein Video, da hat zuerst Patti Smith, diese Rocklegende, hat zuerst ihren Rimowa-Koffer gepackt. Dann kam hier noch, wen nehmen wir denn mal noch? Kam hier noch mal Rihanna dazu. Und dann als drittes nehmen wir hier mal noch LeBron James. Warte mal, einen können wir noch reinpacken in das Video. Wen könnte man denn da nehmen? Es gibt doch hier diesen Typen, der ganz gut Tennis spielt. Lass doch den mal fragen hier. Ach ja, Roger Federer kann doch da auch noch sein Rimowa-Köfferchen packen. Krass, alles in einem Video.
Die absolute Elite des Sports und des Entertainments ist für LVMH gerade gut genug, dass sie ihre Produkte bewerben. Und wahrscheinlich spätestens an diesem Punkt fragt ihr euch, ja gut, also an die Leute komme ich ja überhaupt nicht ran, geschweige denn, dass ich sie bezahlen kann. Was soll ich denn jetzt hier von dem Sonnenkönig der Luxusbranche von Bernard Arnault, was soll ich von dem als deutscher Mittelständler, was soll ich von dem lernen? Das Lustige ist ja, ich glaube, es gibt deutsche Firmen, die schon Hebel von LVMH erfolgreich kopieren, die erfolgreich anwenden. Und erstaunlicherweise ist der Kollege hier, Wolfgang Grupp von Trigema, gehört er dazu. Der hat nämlich eine Collaboration gemacht mit LFDY, so ein hippes deutsches Streetwear-Label. So sah das Ganze dann aus. Also limitierte Kollektion mit Content inszeniert, wie man es eben machen muss. Hat offensichtlich gut funktioniert. Ich habe bei LFDY mal nachgefragt, die sagen, das war für die erfolgreichste Kollaboration überhaupt. Wir erinnern uns ans zweite Kapitel, Shopping Experience. Was kann man da von LVMH lernen? Oder wer wendet das schon clever an? Stellt euch mal vor, ihr verkauft Solarpaneele. Ist ein wichtiges Produkt, super gefragt gerade, aber ist ja nicht so super sexy. Wie kann ich darum eine Marke aufbauen? Das deutsche Startup 1,5 Grad hat diesen Flagship-Store-Move, den haben sie sich angeeignet und haben hier so einen Laden hier in Hamburg an den Ballendamm gestellt. Und ihr seht, kann ich auch wieder dasselbe sagen wie eben, es bietet ganz andere Möglichkeiten, ein Produkt zu inszenieren und eine Marke aufzubauen. Und das, man muss es sich nochmal überlegen, im Bereich Solarpaneele. Und das funktioniert für 1,5 Grad. Die sagen, sie haben 10 dieser Läden eröffnet und haben dann im letzten Jahr 1 Million Besucher verzeichnet. Und jeder dritte Hausbesitzer, der bei ihnen reinkommt, macht einen Kaufabschluss. Also es funktioniert für die. Drittes Beispiel, Cultural Context. Welches deutsche Unternehmen kriegt es erfolgreich hin, sich in einem kulturellen Kontext zu etablieren? Die erstaunliche Antwort ist Lidl. Hier gab es ein Video von einem Typen, einen Lidl-Kassierer, und der ist viral gegangen, weil er irgendwie im Regionalexpress gefreestylt hat. Also er hat erfolgreiche deutsche Rapper imitiert. Ich zeige es euch mal. Guck mich an, Mann, das Messer an die Kehle. Ja, dieser Teufel und vor Jahren meine Seele. Kein Problem, wenn ich dich Namen dich erwähne. Guck mal, Wawaha, ich hab jetzt radikale Pläne. Das hat Haftbefehl gesehen, den er danach gemacht hat, und der hat das repostet auf seinem Account. Und dadurch ist dann so eine virale Welle losgebrochen, hat unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Es gab Reaction-Videos auf YouTube, diverse Medien haben berichtet, also haben viele Leute hingeguckt. Und Lidl versucht sowieso schon länger, sich in diesem Hip-Hop-Kontext zu etablieren, ist da ganz clever, arbeitet mit den richtigen Leuten zusammen, und auch hier haben sie smart agiert. Sie haben nämlich den Typen auf ihren Kanal gezogen, der durfte dann nochmal live von der Lidl-Kasse rappen und hat auch wieder Millionen von Views generiert. Also die kriegen das smart und clever hin, sich in diesem kulturellen Kontext einzubetten. Nochmal schnell zusammengefasst, was kann man von LVMH lernen? Schaut auf eure Shopping Experience, schaut auf eure Produkte und deren Margen und versucht euch irgendwie in einem kulturellen Kontext einzubetten. Das war's von mir. Ich habe versucht, euer Eintrittsgeld schon mal ein bisschen zu rechtfertigen. Schauen wir mal, was der Chef diesbezüglich noch in petto hat. Wo ist er denn? Vielen Dank. Besser geht's doch gar nicht, Mann. Super. Vielen Dank, Roland. Ich hoffe, da war was dabei. Dennoch, ein paar Sachen haben wir noch. Die wollen wir noch ganz kurz reingeben. Einen Begriff vielleicht noch etablieren, den ich spannend fand, den wir spannend fanden in der ganzen Gruppe, die an den Charts gearbeitet hat. Und das ist der Begriff Left Field. Aus dem Off kommt das Überraschende, das Ungewöhnliche, das Left Field. Und das Spannende am Internet ist, es gibt halt ein sehr, sehr großes Left Field sozusagen. Viele Dinge konzentrieren sich auf die ganz, ganz großen Plattformen, aber rechts und links davon ist extrem viel möglich. Die Bandbreite des Internets ist einfach sehr, sehr groß. Ich zeige mal ein paar Beispiele dafür, wie man das nutzen kann, wie man sozusagen abseits der großen Sachen was Neues finden kann, überraschende Sachen machen kann, die dann funktionieren. Zum Beispiel im Bereich Sponsoring. Da denkt man im ersten Moment erstmal,
Sponsoring, okay, was ist der Pinnacle of Sponsoring, der Super Bowl? Und da tritt Usher auf. Und dann ist das natürlich so, dass da Millionen oder Hunderte von Millionen Menschen zugucken bei so einer Halftime-Show. Aber die zu sponsern, kostet halt auch mal 50 Millionen pro Jahr. Das kann sich halt am Ende nur Apple oder ganz wenige Firmen leisten. Und deswegen hier die Frage, was ist die alternative Idee, wo könnte das Left Field sein? Und aus unserer Sicht hat eine Firma namens Pop-Tarts das Left Field sehr gut gefunden. Die machen so amerikanische Toasts mit Füllung schon drin, die gehören zu Kellogg's und die konnten sich den Super Bowl nicht leisten. Da haben die ein College-Football-Spiel, also ein kleineres Finale, einen anderen Bowl genommen und den in den Pop-Tart Bowl umbenannt. Was passiert in diesem Pop-Tart Bowl? Werden ins Stadion so riesige Toaster reingefahren und Menschen in Pop-Tart-Kostümen springen in die Toaster und lassen sich dann hinterher von der siegreichen Mannschaft aufessen. Das ist der Pop-Tart Bowl, das ist meine abgefahrene Aktivierung. Kostet auch nur 2 Millionen pro Jahr und sorgt aber hinten raus für ganz, ganz viel Wahrnehmung, Reichweite, Memes, wie auch immer. Einfach richtig gut gemacht, diese Left-Field-Idee im Bereich Sponsoring. Aber es gibt es auch im kleineren. Hier in Hamburg, unsere HSV-Frauenmannschaft verkauft ein Sponsoring auf der Innenseite des Ärmels. Das sieht man logischerweise jetzt beim Stadionbesuch eher weniger, aber auch da, diese Aktivierung, diese Idee wird aufgegriffen, wird weitererzählt, darüber wird gesprochen, das reißt halt im Netz sehr, sehr weit und ist entsprechend natürlich auch sehr, sehr günstig, so ungewöhnlich ranzugehen. Das ist die ganz große Chance des Internets und es gibt viel mehr Optionen als nur die großen. Das ist die Botschaft. Nicht nur im Bereich Sponsoring, auch im Bereich People. Hier ist es ja auch so, es gibt die ganz großen Plattformen, die Leute, die für Kategorien stehen. Food. Niemand ist in Deutschland wahrscheinlich bekannter und prägnanter für Food als unser Freund Tim Melzer. Aber ich kann das sagen, wir haben unser Büro direkt neben seinem Restaurant. Es ist wahnsinnig teuer mit Tim. Das Essen, die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch. Also es muss doch noch Alternativen geben. Wenn man sich Tim Melzer nicht leisten kann, wer kann das schon? Wer ist vielleicht die Left-Field-Idee? Wer ist der andere Koch? Und da ist uns jemand aufgefallen namens Gio19. Große Reichweiten, aber ein etwas anderer Ansatz, etwas andere Sprache. Scheiß auf euch, ihr Spritzer, ihr könnt uns sowieso nicht. Das Video kommt noch aus der Zeit, als ihr versucht habt, uns mit einem Grillverbot loszuwerden und wir deshalb Salat gemacht haben. Salat mit Roquefort, Birne, Granatapfel und Walnuss, um genau zu sein. Und wir wissen alle, der Grill war nie das Problem. Also, auch das ist Koch- und Food-Content, der funktionieren kann. Wer das übrigens schon gut verstanden hat und das Left Field gesehen hat, sind die Kollegen von Netto. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Herzlich willkommen zu Is It Vegan? Die Show von Netto passend zum Veganuary. Also, ihr versteht, was gemeint ist. Andere Herangehensweise, nicht die große Plattform, trotzdem 20 Millionen Views, wahrscheinlich deutlich günstiger als vielleicht mit den ganz großen Playern. Das gibt es quer durch die Bank, das gibt es im Bereich Food, das gibt es im Bereich Humor, das gibt es auch im Bereich Musik. Überall gibt es Left-Field-Persönlichkeiten. Meine favorisierte Persönlichkeit ist Uwe Baldner in dem orangenen Pullover mit Six, müsst ihr mal googeln. Wir hatten keine Zeit, alles hier reinzubringen. Wir hatten noch so viel Bonusmaterial. Uwe Baldner und Musik ist einfach auch ein Geschenk und was das zum Beispiel Six macht, ist super. Zum Schluss noch ganz kurz, was heißt Left-Field-Ansatz aus unserer Sicht im Bereich von Plattformen? Was ist da überraschend? Was ist da abseits vielleicht der naheliegenden Idee? Die naheliegende Idee, und es ist auch soweit richtig, weil es einfach wirklich richtig groß ist, ist aus unserer Sicht heutzutage TikTok. Dennoch, TikTok kann man ja so und so bespielen. Man kann die Dinge tun, die da erwartet werden. Man kann da tanzen oder sich schminken oder scharfe Sachen essen und man weiß, das sind Sachen, die einfach bei TikTok gerade funktionieren. Es ist nur sehr schwer, da irgendwie durchzudringen. Es machen ganz viele und am Ende haben wenige Erfolg und ganz, ganz wenige machen sowas und kommen halt nicht durch. Also, was ist die überraschende, der Left-Field-Ansatz im Bereich TikTok? Aus unserer Sicht ist es der, TikTok als Suchmaschine zu sehen. Eigentlich ist dieses Jahr das Jahr, wo TikTok als Suchmaschine angekommen ist.
Man sieht das daran, fast die Hälfte der Menschen bei TikTok suchen dort. Es ist halt nicht mehr nur eine Social-Media-Plattform, es ist eine Suchmaschine. Wir haben ja heute Nachmittag hier noch den Blake Chandler auf dieser Bühne, also einen der ranghöchsten TikTok-Menschen weltweit. Der wird dazu auch sicherlich ein paar Sachen sagen. Die Suche ist ein großes Thema, insbesondere je jünger man wird, dann noch mehr Suche. Es gibt mittlerweile sogar einen eigenen Button, einen Shortcut, wo man direkt auf der Homescreen in die TikTok-Suche einsteigen kann. Das Ganze wird jetzt immer realer. Man sieht es auch daran, dass es mittlerweile für Publisher und alle Arten von Content-Providern auf TikTok so diese Search Insights gibt. Genau das gab es am Anfang von Google auch. Man konnte nachgucken, wie viele Leute suchen nach was, wie sieht das aus. Statistiken bewusst für Suche, für Publisher gebaut. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wer macht das gut und wie machen die das und was kann man vielleicht für ein paar Suchhinweise geben. Als erstes ist uns aufgefallen, eine Food-Influencerin, die Maya Leinenbach, eine vegane Köchin, die rankt zu dem Keyword vegane Rezepte schnell auf TikTok besonders gut. Sieht dann so aus. Und ich erkläre gleich, wie es gemacht ist, wie sie da hinkommt. Aber ich will erst mal kurz sagen, das gibt es in allen Bereichen. Mittlerweile sind sozusagen die SEOs wieder gefragt. Nur nicht mehr bei Google so sehr. Jetzt sind die SEOs bei TikTok aktiv. Auch im Bereich Steuern. Hier die Kollegen von Smart Steuer ranken auf das Keyword Steuererklärung Tipps. Sieht dann so aus. Und ganz bewusst wissen die, was sie tun, um da nach oben zu kommen. Da jetzt oben zu sein, ist entsprechend viel Geld wert. Man muss dafür nicht bezahlen. All die Vorteile, die SEO auch bei Google ja all die Jahre gehabt hat und nach wie vor hat. Was machen die also? Die machen Keywords in den Title und in die Description. Die ganz alten Google-Regeln. Wirklich das damals, das One-on-One von Google SEO der allerersten Stunde. Aber es funktioniert jetzt hier gerade. Es reicht schon aus. So wenig reicht aus. Auch zu wissen, dass, Entschuldigung, jetzt sieht man es glaube ich erst. Hier Vegan Cooking wird da so reingepackt, also so ein Keyword-Stuffing, wie das früher bei Google auch war. Oder Sie wissen, dass das, was da gesagt wird in den Videos, auch Keyword-relevant ist. Also die TikTok-Plattform kann auslesen, wenn da Keywords irgendwie gesagt werden, dann zählt es halt auch in den Algorithmus mit ein. Am Ende sogar Hashtags, also so das allerbilligste Instrument, um irgendwie gesehen zu werden. Ich bin mir ganz sicher, das wird sich in den nächsten Monaten verändern. Aber noch ist dieses Fenster offen, bei TikTok etwas anders aufzutreten, als auf die gewöhnliche Art und Weise, nämlich TikTok als Suchmaschine zu begreifen. Ich glaube, es geht gerade los. Ich bin mal gespannt, was der Herr Chandler dann uns heute Nachmittag noch dazu erzählt. Aber wir wollten euch das gerne zurufen, weil das könnte vielleicht dann wirklich am Ende euer Eintrittsgeld rechtfertigen, da jetzt früh loszulegen oder eure Kolleginnen und Kollegen zu bitten, da jetzt drauf zu achten. Das war es jetzt von uns hier sozusagen als OMR hauseigene Begrüßungsarbeit. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Professor Eisenbrand, Professor Arnaud und das Left Field. Und ganz wichtig, das Ganze haben wir jetzt ja nicht nur Roland und ich gemacht, sondern das Ganze ist ein Teamwork. Wir arbeiten fast ein Jahr an diesen Charts, an den ganzen Geschichten, an den Ideen. Natürlich erscheinen auch Artikel, wir hören viele Podcasts oder machen Podcasts. Wir haben ein Team um uns herum, die Herren Dening und Wanker, die uns da coachen, das Projekt leiten. Und mir ist es wichtig, auch mal so ein bisschen so paying forward, weil die steht auch hinter der Präsentation, die jetzt hoffentlich auch viele bei YouTube angucken. Diese wunderbaren Charts machen die Kolleginnen und Kollegen bei No Agency. Und wir haben eine ganze Redaktion, die mitarbeitet und das wollte ich hier einmal ganz kurz sagen. Also ein großes Team. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Und zum Schluss haben sich die Kollegen von Charles gewünscht und gesagt, wer mehr OMR-Content haben möchte, vergesst nicht, es gibt einen Newsletter von uns, den wir per WhatsApp verschicken, via Charles. Auch das, also wer sagt, okay, schade, dass es schon vorbei ist, nur eine Stunde, nur 1,5 Stunden. Ich hätte so gerne noch viel mehr. Abonniert gerne unseren WhatsApp-Newsletter via Charles. Und jetzt bin ich durch, wir sind durch. Und jetzt übergebe ich hier an Heidi. Yeah, thanks. Thanks, Philip. Thanks, Roland.